Okay. So, hallo. Ich bin der Dominik. Ich bin der Klaus. Ja, das ist der Klaus. Ich bin 27 und Ich bin 55. wir reden heute über das Thema, wie man sich als schwuler Mann einen anderen Mann angelt. Ja, oder das früher gemacht hat. Ja. So, ja, dann kann ich ja schon mal anfangen. Ja. Also wie das früher war, eben, da gab es kein Internet und kein Handy und sonst nichts soweit. Man musste also schon vor die Tür gehen, um jemanden sich zu angeln. So. Weil an die Haustür kommt keiner und klingelt, leider Gottes. Das ist, glaube ich, heute auch noch so. Außer Ja. der Postbote. Ach, der Postbote. Ja, der kriegt dann zweimal. Ist denn der nett, der Postbote hier? Unser von Hermes, der ist sehr nett. Ah, Der ist richtig freundlich. okay. Na ja, gut. Also das mal ausgenommen. Also, man musste raus vor die Tür. Und das heißt, also ins Café oder in die Kneipe oder in die Disco oder. Und dann halt jemanden nette Augen machen oder auch mal den Mund aufmachen, was ja die meisten wollen angequatscht werden. Also das kann man nachher herausfinden, wie das dann so ist. Man muss dann sich schon mal überwinden, dass man selber den Mund aufmacht. Also ich habe das auch lernen müssen und habe dann eben die Erfahrung gemacht, dass das ganz viele einfach auch wollen, dass man sie halt anspricht. Ja, und dann guckt man halt, was daraus wird. Und da ist schon ein bisschen öfter was draus geworden. Nicht jetzt nur für eine Nacht, sondern also auch für länger. Weil ich dazu sagen muss, dass ich meine Partner auch am Strand kennengelernt habe oder auf der grünen Wiese oder sogar beim Spazierengehen. Das ist ja auch so ein Ding. Heutzutage, also nichts gegen Handys, ich finde das ja auch toll, aber heute ist jeder ständig irgendwo irgendwie mit seinem Handy zugange. Ja. Im Café, auf der Straße. Die Menschen sehen einen ja gar nicht mehr, weil sie dauernd auf ihr Handy starren. Das heißt also so, dass man sich wahrnimmt oder sogar ein Flirt beginnt, das findet kaum noch statt, weil die Menschen einen gar nicht mehr sehen. Ja. Und damit wären wir bei heute, wie man sich So heute ungefähr. kennenlernt. Und heutzutage haben wir ja die unterschiedlichsten Apps, um einen kennenzulernen, die alle die Option bieten der Umkreissuche und man sieht dann auch gleich, wie viel Meter der nächste entfernt ist. Ja. Was ja vielleicht einen Vorteil hat, aber auch einen Nachteil, wenn man dann einen tollen sieht, der dann auf einmal 8000 Kilometer entfernt ist Mhm. und man kann nichts dagegen tun. Jedenfalls nicht spontan. Jedenfalls Schwierig. nicht spontan. Ja, aber jetzt, wenn du selber sagst, du findest da jemanden, der ist vielleicht irgendwie 50 Meter, zeigt der vielleicht an weg oder 100 Meter oder einen Kilometer oder so. Was machst du dann? Wenn du den nett findest auf dem Portal, würdest du dann, was machst du dann? Ja, ich würde ihn schon anschreiben, aber es ist halt dann auch immer die Frage, ob das dann auch zurückkommt. Ne? Man muss Ja. ja auch wissen, ob der dann auch da Interesse hat oder nicht. Mhm. Ja, und es besteht natürlich die Gefahr, dass er einfach vorbeikommt. Was heißt denn hier Gefahr? Das möchtest du doch vielleicht sogar. Ja, das möchte man. Ja. So, ist das deine Erfahrung jetzt mal, also wenn du keinen Partner hast, oder auch, ist ja jetzt egal, du bist halt zu Hause und du hättest gerne da mal jemanden zu Besuch. Ist das deine Erfahrung, dass das auch klappt? Also kommt da mal jemand? Oder gehst du mal Also, irgendwo hin? Es hat schon ein paar Mal geklappt so, dass jemand gekommen ist oder ich irgendwo hingegangen bin. Mhm. Aber es ist halt dann meistens durch das Internet halt nicht wirklich persönlich gewesen. So, man hat sich dann halt nur zu dem einen Zweck verabredet Ja. und dann ist da nicht mehr bei rausgekommen. Aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, mit denen ich da mehrere Jahre dann zusammen war. Mhm. Und das auch eigentlich, also bis auf einen nur übers Internet. Mhm. Und es war halt, am Anfang war es halt Chat, dann war es halt Gay Romeo und ja, mittlerweile sind es halt verschiedene Apps,
zum Beispiel Growler, was Ja. sehr toll ist. Ja. Und jetzt bei Growler habe ich bis jetzt einen getroffen. Und das war halt aber nur so zum Kennenlernen. Und er hatte sich schon irgendwie mehr erhofft und ich habe ihm aber auch gleich von Anfang an gesagt, das ist aber nur so und nicht jetzt speziell, um da sich zu überfallen. Und ja, das war dann irgendwie schon ja irgendwie eine komische Situation, einfach weil es halt ja einseitig war oder unausgeglichen. Mhm. Aber es ist halt generell schon toll, dass man da sieht, so, ja, der ist jetzt hier 8 Kilometer entfernt, das ist nicht weit und da kann man kurz vorbeikommen oder auch nicht und das bietet schon einen Vorteil. Ja gut, das mag ja sein, aber mein Eindruck ist, ich meine, ich habe darüber jetzt inzwischen auch schon Männer kennengelernt, aber mein Eindruck ist einfach der, dass durch diese vielen Möglichkeiten, die man hat, ist es auch leichter geworden, auf jeden Fall, aber auch oberflächlicher. Ja, und es ist halt so, dass man wirklich diese Sondierung hat von Anfang an und hat 1000 Optionen im Profil bei Geromeo, die man angeben kann und wenn dann eine nicht passt, dann sagt man gleich, nee, dann suche ich lieber weiter. Mhm. Und das ist schon ein bisschen, also da fehlt dann das Kennenlernen wirklich. Ja. Ne? Dass man sich einfach trifft und dann austauscht, weil wenn man dann das Profil sieht, weiß man jede Einzelheit. Mhm. Man weiß, der mag Füße lecken nicht oder so. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Und ja, das fällt dann alles weg. Und Ja. das bietet natürlich auf einer Seite den Vorteil, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt so und so Leute gleich ausschließen. Mhm. Aber es bietet natürlich auch, macht einen selber vielleicht auch dadurch etwas oberflächlicher. Ja, das glaube ich schon. Ja. Das Ganze ist ja auch unverbindlicher. Ich meine, du kannst natürlich jemanden aussuchen, man schreibt sich, man verabredet sich vielleicht sogar, du kannst es kurz vorher wieder absagen oder Ja. es wird auch gar nicht abgesagt und man lässt einen stehen, das gibt es ja auch immer mal wieder. Aber das, was früher eben so war, man musste sich halt anstrengen, man musste sich das vornehmen, ich gehe jetzt raus, man musste sich ein bisschen zurecht machen, man musste rausgehen, man musste auch auf Menschen zugehen, man musste sich mit denen unterhalten. Ja, also sich auch ein bisschen auf die einlassen. Und das, Mhm. glaube ich, das wird immer weniger. Die Menschen verlernen das. Das ist so mein Gefühl dabei. Ja. Ja, es ist ja so einfach, du kannst dir im Grunde einen Mann bestellen wie eine Pizza, so ungefähr. Ja. Kostet noch nicht mal was. Ja, das ist gut und schön, aber für einen gewissen Zweck ist es ja auch in Ordnung. Aber ich habe ja auch so dann Menschen oder Männer kennengelernt, dann ist es gar nicht zu irgendwelchen sexuellen Handlungen gekommen, sondern man hat sich aber so kennengelernt, weil man sich sympathisch fand, Ja. wo man sich was zu sagen hatte. So, und das ist heute, glaube ich, immer weniger der Ja, Fall. das stimmt. Ja, und wenn man jetzt auch zum Beispiel bei Geromeo guckt, die meisten Profile sind bei dem Status, sagt man, auf Sex. Ne? Ja. Und Freunde sind vielleicht ja nicht mal 10%. Mhm. Und dann sind halt nochmal 10% irgendwie auf nix. Wo man dann gar nichts mit anzufangen Nix weiß. ist nix. Nix ist nix. Ich bin nur online, um online zu sein. Ja, oder nur Surfen gibt es, glaube ich, auch Nur irgendwo. Surfen gibt es, glaube ich, bei Geroyal, oder? Ja, ich weiß, ja, ich glaube. Ja. Auch schön. Ja. Ja, aber dann ist es so wiederum, ich habe das auch ein paar Mal. Und jetzt ist unsere Zeit bald um. Oh, schade. Schade. Das müssen wir noch fortsetzen. Wir machen noch einen zweiten Teil. Jawohl. Ne? Gut. Dann beenden wir das jetzt mal und es Ja. geht im zweiten Teil weiter. Tschüss. Tschüss.